Wie war Island für mich? Einfach nur unglaublich. Wirklich, diese Landschaft, diese Erlebnisse. This is crazy. Wir haben es gleich geschafft. Wie kam es überhaupt dazu? Ich bin in eine neue Freundesgruppe reingekommen und die sind alle hauptberuflich Landschaftsfotografen. Und dann haben sie mich tatsächlich jetzt im neuen Jahr gefragt, ob ich mit denen nach Island möchte. Und wirklich, für mich ist Island ein totaler Fotografentraum, weil landschaftstechnisch gibt es nichts Geileres, meiner Meinung nach. Und ich war damals mit meinen Brüdern schon dort. Da war ich aber 18 und hatte noch überhaupt keine Ahnung, wohin mit mir und was ich überhaupt machen möchte. Heißt, ich hatte auch überhaupt keine Kamera dabei. Ich habe mich damals in den Popo gebissen, dass ich das nicht alles fotografiert hatte, was wir damals erlebt haben. Also ich habe sofort gesagt, ja, ich komme mit. Mein Lebensmotto ist einfach machen. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, das kam jetzt in mein Leben. Ich mache das jetzt total aus meiner Comfortzone raus. Anna, was machst du da? Du kennst die überhaupt nicht. Wir hatten einen Videocall im Vorfeld und haben dann einfach so alles besprochen und alles gebucht zusammen. Und da habe ich dann auch schon alle 3 kennengelernt. Und wirklich, die waren total nett. Und dann ist der Trip losgegangen. Also ich bin ganz ehrlich, ich war noch nie alleine mit einer Jungsgruppe unterwegs. Also, dass ich das einzige Mädchen in dieser Gruppe dann war. Wie wird es? Und keine Ahnung, sind die nett? Also von dem einen wusste ich, dass er auf jeden Fall total korrekt ist. Aber trotzdem. 2 sind schon tatsächlich einen Tag früher geflogen. Die kamen beide von Österreich. Und Long und ich sind danach geflogen. Und die haben uns dann vom Flughafen abgeholt. Und sind dann gemeinsam zu unserem ersten Airbnb gefahren. Haben dann ganz viele Wasserfälle, unglaublich schön, ihr glaubt es nicht, also wirklich und so riesig, haben die fotografiert, sind da bestimmt 3-4 Mal am Tag hingefahren, weil die Lichtstimmung halt perfekt sein musste. Oh Leute, es ist so kalt. Wir sind hier gerade beim Skogafoss, ein ganz berühmter Wasserfall auf Island. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden, weil wir zum Sonnenaufgang hier sein wollten. Weil ihr glaubt es nicht, wie viele Menschen hier mittags waren. Das war ja unfassbar. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es ist super anstrengend mit denen, weil die sind schon echt richtig tough dabei. Aber es ist trotzdem mega. Und ich habe gestern das erste Mal Nordlichter gesehen. Ich bin schier ausgeflippt. Wirklich. Das war mein größter Wunsch, das jemals zu sehen. Deswegen, dafür hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ich dachte, ja, Island im Winter, da wird nicht so viel los sein. Da kommen die meisten Leute eher im Sommer. Falsch gedacht. Wir sind morgens meistens so zwischen 6 und 7 aufgestanden, gefrühstückt und direkt los und kamen dann irgendwie gefühlt erst immer um 9 Uhr abends wieder zurück, haben dann alle zusammen immer gekocht. Das war mega schön. Vor allem der Long, der kann ultimativ krass kochen. Long gekocht, so geil. Boah, also wirklich mega Respekt. Wir waren wirklich permanent den ganzen Tag on the go und sind von einem Wasserfall zum nächsten gefahren. Und jetzt schaut euch einfach mal diese Natur dort an. Sowas habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Wirklich so hammermäßig. Also wir haben auch wirklich total verrückte Sachen gemacht. In der einen Nacht haben wir Nordlichter gesehen. Oh mein Gott, Leute, das war mein größter Traum ever. Ich wollte schon immer mal Nordlichter sehen. Und dann waren sie plötzlich da. Wir sind alle rausgerannt. Und als erstes ist es voll interessant, weil man sieht die mit bloßem Auge, sieht man die gar nicht so richtig. Erst wenn sich das Auge dann so ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt hat, dann sieht man es so leicht. Und dann, wenn man die Kamera zückt, wow, next level. Ich zeige euch hier mal gerade ein paar Bilder, die ich geschossen habe. Oh mein Gott, so geil. Naja, und das Krasse war, in der Nacht sind wir dann um 12 schlafen gegangen und unser Wecker hat wieder um 3 Uhr geklingelt, weil die Jungs dann zu einer Location hinfahren wollten. Ja, dann sind wir aufgestanden, haben nochmal die Wettervorhersage angeschaut und dann hieß es soll bewölkt sein. Okay, also alle wieder schlafen gegangen und
Am nächsten Tag direkt das Ganze nochmal um 3 aufgestanden und sind dann wirklich 4 Stunden, besser gesagt, also ich habe geschlafen, die Jungs sind gefahren, sind wir dann durchgefahren, um direkt perfekt zum Sonnenaufgang bei dieser Location zu sein. Und diese Location ist somit die berühmteste Location unter Landschaftsfotografen. Also das ist anscheinend so das Ding, das wusste ich selber auch nicht. Ja, und haben dann da eigentlich den ganzen Morgen verbracht und haben einfach so geile Bilder rausbekommen. Und diese Location ist halt wirklich next level. Also es sah so schön aus. Danach sind wir dann zu unserem nächsten Airbnb und das war wirklich komplett neu. Preislich war das auch voll in Ordnung. Und ja, auch voll modern und richtig cool einfach. Also da haben wir uns am wohlsten von allen Airbnbs gefühlt. Und von dort ging es dann weiter. Jeden Tag wieder on the go. Da gab es aber nicht so viel Wasserfälle. Da gab es mehr Gletscher und boah, das war so krank. Oh, das war so krass. Wirklich, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und vor allem, wenn man vor diesen Gletschern steht, du fühlst dich wie eine Ameise. Wie eine Ameise. Die sind riesig. Und diese Farben, dieses Blau, dieses Eis und diese Kraft, die dahinter steckt, war einfach wahnsinnig. Und wir sind eben super viel Drohne auch dort geflogen. Unter anderem auch über diese Gletscher. Und jetzt schaut euch mal diese Drohnenaufnahmen an. Vor allem diese Risse. Oh, ich kann es wirklich gar nicht beschreiben. Ihr müsst es einfach anschauen. Wir sind hier gerade 1 Stunde zum Gletscher gelaufen und wirklich hier ist kein Mensch und es ist so geil, weil die ganzen Touri-Spots, wo wir jetzt davor waren, waren so voll mit Menschen. Es war ja unfassbar. Wir sind hier ganz alleine und es hört sich auch total verrückt an, weil der Gletscher immer so knackt. Wir sind einfach gerade richtig nah am Gletscher. Also es ist richtig creepy. Wir sind auch gerade über diesen See gelaufen. Da hat es immer so ganz hohl geknackt, wenn wir rübergelaufen sind. Also näher gehen wir jetzt definitiv nicht ran. Verrückt. Und dann ist der Tag gekommen, an dem wir die Gletschertour gemacht haben. Und das, meine lieben Freunde, war mit der krasseste, anstrengendste und geilste Tag ever bei diesem ganzen Trip. Wir sind 7 Stunden auf dem Eis gewesen. Wir haben da extra so eine Einführung bekommen von einem Guide und haben dann auch so Spikes bekommen. Und da musste man dann erstmal umschalten, weil klar, wenn man auf Eis läuft, lol, natürlich rutscht man da aus, weil wirklich auf Island, da war alles voll mit Eis. Wir sind die ganze Zeit ausgerutscht. Und dann hat man diese Spikes an den Füßen und dann muss man wirklich auch so ganz komisch laufen. Das sieht man in einem Drohnenvideo von mir. Also, nee, sieht so blöd aus, aber naja, man konnte nicht anders da drauf laufen. Ja, der hat uns dann eben hochgeführt und das Coole war, wir hatten eine private Tour und der ist dann mit uns einfach querfeldein in diesen Gletscher gelaufen und plötzlich standen wir ganz, ganz oben. Das sieht so krass aus. Aber wirklich, dieses Blau ist so intensiv, das kann man gar nicht auf einer Kamera festhalten. Das sieht so krass aus. Und jetzt mal gucken, eigentlich würden wir jetzt noch in eine Eishöhle gehen, aber unser Guide ist sehr gesprächig. Das ist ein bisschen schade, weil der quatscht die ganze Zeit und wir wollen eigentlich die ganze Zeit geile Fotos machen und in diese Höhle. Also mal gucken. Und
Und dann ist mir schon auch ein bisschen mulmig geworden, weil ja, das war schon irgendwie echt krass. Ich war noch nie irgendwie klettern oder sowas. Also ich bin, würde ich sagen, schon recht sportlich. Aber da hatte ich dann schon manchmal so ein bisschen so, vor allem, weil ich bin so eine, wenn jemand länger stehen bleibt, dann renne ich halt einfach vorweg. Und unser Guide fand es nicht ganz so witzig. Der hat mich dann wirklich einmal gepackt und hat gesagt, sag mal, geht's eigentlich noch? Du kannst hier nicht einfach loslaufen. Und da wurde es mir dann auch so ein bisschen anders. Und dann habe ich so, okay, ich glaube, ich muss mich schon hier einreihen. Aber ich hasse das halt, wenn jemand die ganze Zeit nur redet und ich will eigentlich dafür loslaufen. Och, naja, gut. Aber ich habe es verstanden und bin dann wirklich auch nicht mehr vorgerannt. Aber ja, wir sind dann meistens wie in einem Gänsemarsch, sind wir dann hintereinander her, diesen Gletscher hoch, weil er, das war so witzig, er hatte immer so einen Pickel oder so eine Axt dabei und ist dann halt immer vorgegangen und hat halt abgetestet, ob man da langlaufen kann oder hat uns dann extra auch so Stufen reingemacht und irgendwie gefühlt in jedem Drohnenvideo sieht man ihn, wie er dieses Eis bearbeitet. Es ist uns währenddessen gar nicht so aufgefallen, aber wo wir dann die Drohnenvideos im Nachhinein angeschaut haben, mussten wir alle so lachen. Für mich war das mit einfach der krasseste Tag ever. Es war unglaublich, dieses Eis, mitten Mutterseelen allein in dieser Natur zu sein. Einfach krass. Also natürlich genau am Gletschertag hat es echt richtig viel geregnet. Ich hatte meine neue Jacke, man sieht mich ja immer, ich bin die im hellblauen, hatte ich an, die war eigentlich wasserfest, war aber wirklich komplett triefnass nach diesem Tag und das ist richtig scheiße, ich habe mir die extra für Island ganz neu gekauft. Ganz, ganz komisch, ich hatte so einen Rucksack an, den ich eigentlich immer anhabe und der hat jetzt abgefärbt und jetzt ist hier diese ganze Seite schwarz. Aber naja, das war das kleinste Übel, was in diesem Tag dann schiefgegangen ist. Also ich glaube, so ein Trip kostet pro Person bestimmt 250 € oder sowas. Und wir haben es sozusagen nicht frei bekommen, aber ja schon frei bekommen und mussten dafür halt Content liefern. Aber das war dann halt natürlich richtig cool. Deswegen haben wir auch nur eine private Führung bekommen, weil hinter uns sind dann Gruppen gekommen, wirklich 20 Leute mit wirklich Opa, Omas. Also mit denen hätten wir niemals diese Tour machen können, die wir mit ihm alleine gemacht haben. Also das war richtig geil. Ja, sind dann wirklich auch in Gletscherhöhlen gewesen. Ich war einfach nur noch perplex. Ich habe nur dieses Eis angefühlt und dachte so, hey, wo stehe ich hier gerade? Wie krass ist das einfach? Das war einfach nur mega. Nach diesem Tag waren wir alle richtig fertig und richtig tot. Also, das war schon echt anstrengend. Aber es hat sich gelohnt. Naja, danach ging es eigentlich immer nur weiter. Also wir sind morgens aufgestanden, direkt los, waren den ganzen Tag draußen, haben den ganzen Tag Fotos gemacht. Ich sag's euch, ich habe so viele Fotos gemacht. Ich musste jetzt alle erstmal noch aussortieren und auseinanderfriemeln und dann den Look drauf machen. Wie viel krasser das einfach nochmal durch die Kamera ist. Mal gucken, was ich mit den Bildern mache, weil irgendwie wäre es schon cool, die vielleicht auch in einem Buch zusammenzufassen oder ja, mal schauen. Ich werde hier auf jeden Fall immer mal wieder so ein paar Bilder einblenden für euch, damit ihr jetzt so ein bisschen seht, wie viel krasser das einfach nochmal durch die Kamera ist. Jetzt bin ich wieder hier. Der erste Tag, als ich hier angekommen bin, war irgendwie auch echt so ein bisschen komisch, weil wenn man so eine ganze Zeit mit so lieben Leuten unterwegs war und dann plötzlich hier so wieder reinkommt, denkt man sich so, oh Mann, oh. Also ich habe mich schon auch wieder auf zu Hause gefreut, auf alleine schlafen. Auch wenn es total entspannt war, außer dass der Long geschnarcht hat. Aber ansonsten konnte ich richtig gut mit denen zusammen unterwegs sein. Es war definitiv die richtige Entscheidung, dort mitzugehen. Weil wann sieht man schon mal so gut die Landschaft wie durch die Augen von Landschaftsfotografen? Die achten ja nochmal viel mehr auf besondere Dinge und vor allem versuchen die ja auch immer bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang die Locations abzufotografieren oder dort zu sein. Und das ist dann auch nochmal so viel magischer. Also, es sah so krass aus. Und ich wollte halt erst auch nur eine kleine Drohne mitnehmen. Und zum Glück habe ich die große mitgenommen, weil diese Drohnenaufnahmen, wirklich, so geil.
Naja, und das war der Island-Trip, auch wenn es mir super schwer gefallen ist, immer für euch zu filmen, weil ich halt Fotos gemacht habe, ich habe TikTok-Videos gemacht und bei YouTube muss man ja immer dran denken, okay, ich muss querfilmen, damit ich das Video für euch machen kann. Deswegen ist es, glaube ich, sehr zerstückelt, aber ich möchte euch einfach mal diese krassen Landschaften dort zeigen und einfach zeigen, wie geil es war. Es war richtig geil. Ja. Also meine Lieben, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.